Hi, in diesem Video geht es um die Reifen. Ich werde jetzt in diesem Video die Reifen zusammensetzen, also sprich die Felgen, die Narben, alles einsetzen. Ja, ich habe es noch nie gemacht, bin echt gespannt. Also daher gesehen, seid gespannt, wie das Ganze läuft und ja, mal schauen, ob wir es hinkriegen. Also, los geht's nach dem Intro. So, alle Sachen sind vorrätig. Sogar der Schlüssel, den ich brauche, und die Edelstahlspeichen. Ich bin jetzt selber gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ja, ich glaube, gucke mir jetzt erstmal ein Video an, wie das gemacht werden muss. Und viele haben sich bestimmt gefragt, so von wegen, ein Fernseher in der Werkstatt, ist er denn vollkommen Panne? Nee, bin ich nicht. Und jetzt zeige ich euch warum. Genau das ist der Grund, von wegen, wieso ich hier einen Fernseher habe, um mir hinterher Lehrvideos anzusehen, wie ich was zu machen habe, weil es gibt ja einen guten Kanal bei YouTube, wo das alles schon gezeigt wird. Daher gesehen, also schaue ich mir das Video jetzt mal an und dann legen wir los. So, hier haben wir das Video jetzt angesehen und ja, dann wollen wir mal beginnen. Also, es geht los. Wir sollen zuerst das nehmen, wo keine Versenkung ist, und ja, das ist dieses Loch. Und danach hier das zweite. Also, los geht's. Das auch noch. Und jetzt einmal. So, nochmal. So, erledigt. Das hier. Jetzt das Ganze umdrehen. Und das gleiche auf der anderen Seite. Ablegen. Und dann hieß es einfach nur so rum. So. Und das gleiche wieder. So, und jetzt soll es mit dem unteren weitergehen. Und jetzt da alles reinstecken. Hochlegen. Gut festhalten. Umdrehen. Und wieder in die Richtung. So, dann wollen wir mal jetzt wieder das passende Loch finden. Das sollte wohl dieses hier sein. Und jetzt muss ich auch schon so, und jetzt die letzten. Wieder das gleiche Spiel. Wieder umdrehen. Auf den Felgenrand ablegen. Und jetzt wieder in die Richtung. So, dann wollen wir loslegen. Letzte Loch. Richtig. Ja, schön wär's. Ja, das war eigentlich der einfache Part, ne? Felgen sind, das sieht ja schon mal richtig gut aus. Das gefällt mir. Und jetzt werden
würde ich mal sagen, machen wir das zweite noch fertig. So, und jetzt ist in beiden Rädern die Speichen drin. Und jetzt heißt es ausrichten, zentrieren. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich würde mal sagen, da kann nur schief gehen, aber ja, schauen wir mal. So, weil ich ja nicht das Passende habe, um das irgendwie zu zentrieren, würde ich mal sagen, muss ich mir nur was einfallen lassen, wie ich das jetzt festmache. Ja, sollten wir auch hinkriegen. So, da habe ich mir was einfallen lassen. Ihr seht, steht so eine Klemmbacke eben selber gemacht, eingeklemmt, fertig. Jetzt muss nur noch eigentlich die Felge angespannt werden. Alles vorbereitet. Jetzt müssen wir uns nur was einfallen lassen. Was sage ich wieder? Ich. Damit ich den Seitenschlag, der schon da ist, gucken, ob ihr sehen könnt. Ja. Das muss jetzt weg. Und dann noch, ja. Wie machen wir das denn jetzt? Hat jemand eine Idee? Hebt doch mal die Hand. Da kriegen wir auch hin. Was soll ich sagen? Hab eine Idee. Bin fertig. Guckt. So sieht das Ganze jetzt aus. Also, ich habe einmal für die Seiteneinstellung auf der einen Seite und hier auf der anderen Seite. Und jetzt könnt ihr mal eben kurz gucken, wie das Ganze so. Also daher gesehen würde ich mal sagen, stellen wir jetzt mal ein. Die Höheneinstellung habe ich auch. Also habe ich jetzt aber nur einen Holzklotz genommen. Also das sollte wohl funktionieren. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Das kann jetzt ja wohl nicht so schwer sein, oder? Hoffe ich aber jedenfalls. Tasten wir uns mal ran. Also ich möchte es gerne in die Richtung haben. Würde ich mal sagen, müssen wir die beiden stellen. Mal gucken, ob das alles richtig ist, was ich hier mache. Keine Ahnung, ob ich das richtig mache, aber wird schon schief gehen, würde ich sagen. Neuer Tag, neues Glück. Heute ist der nächste Tag. Ich habe gestern ja hier, dabei war ich und ja, ich brauche ein bisschen mehr Ruhe für, also neuer Tag, neues Glück. Versuchen wir noch zum zweiten Mal, versuchen wir das mal zum neuen jetzt, ja, versuchen wir es halt jetzt nochmal und ja, wird wohl besser klappen jetzt, hoffe ich mal. Bin gespannt. Also, es sieht immer so alles so leicht aus in den Videos, wenn es erklärt wird. Und ja, eigentlich ist es das ja eigentlich auch, weil es ja im Prinzip, aber ja, das klappt schon. Ja, auf wie geht's. Ja, das ist doch irgendwie eine langwierige Arbeit. Ich würde mal sagen, ich mache das jetzt mal weiter und mache das jetzt fertig. Und wenn die beiden Felgen fertig sind, dann melde ich mich wieder. So schnell kann es gehen. Und da bin ich wieder. Und sie sind beide fertig. Hier ist noch eingespannt. Das ist auch schon fertig. So, jetzt kann es weitergehen. So, dann haben wir jetzt zwei Felgen. Und da müssen jetzt nur noch die Bereifung drauf. Und dann kriegen wir auch hin. Das, was wir brauchen, das haben wir hier drin. Also, einmal.
Zweimal. Und nochmal 2. So, nochmal. Das Original Felgenband, das habe ich noch. Also, wo ist das Löchli? Da. Laufrichtung gucken. Wo ist der blöde Pfeil? So rum. Ja, das ist richtig. So. Normalerweise habe ich ein Werkzeug dafür, um das Rühren, aber das habt ihr nicht. Also ich habe es schon, ich finde es bloß nicht, sogar das Original von Simson, aber das geht auch ohne. Und das zeige ich euch mal kurz. Weiches Original, das sind so welche aus Eisen. Da hätte ich sowieso jetzt noch was drunter legen müssen. Aber wenn man bei einem schön pulverbeschichteten Felgengitter, die sollen ja nicht gleich kaputt gehen. Das runterkriegen ist immer das Problem. So, jetzt noch der Schlauch. Hier ist der blöde schöne blaue Strich. Der hilft mir gleich. Jetzt müssen wir erstmal Streifen. Jetzt müssen wir erstmal das Ventil da reinkriegen. So. Und jetzt eben darauf achten, dass wir es richtig reinlegen. Der blaue Streifen Richtung Felgenbett. So. Dann nehmen wir das manchmal rauf, bloß nicht ganz so weit. So. Ein bisschen. Na komm schon. So. Der Schlauch sich mal schon so halbwegs richtig hinlegt. Ja, das sieht gut aus. So. Die Luft wieder raus. So, jetzt kommt eigentlich der leicht wenig schwerere Part. Weil wie gesagt, ich habe das Werkzeug, aber ich weiß nicht mehr, wo sie sind. Aber ich finde es eigentlich auch ganz gut so, weil, wie gesagt, ich mir das Felgenbett nicht zerkratzen möchte. Kriegen wir es auch alles mit Hand hin. Das ist immer noch ein bisschen zu viel. Nee. Geht. So, jetzt kommt der Rest. So, ich habe gerade die Aufnahme kontrolliert. Beim Reifen raufdrücken bin ich an meine Uhr reingekommen und die ist mit meinem Telefon verbunden und da hat die Aufnahme gestoppt. Ganz toll. Aber ist fertig und das andere ist auch fertig, liegt da auch schon. Also der Reifenpart ist durch. Das nächste wird wohl werden, dass ich Hohlraumversiegelung mache bei dem Rahmen. Das ist noch nicht passiert und dann heißt es eigentlich langsam zusammenbauen. Machen noch ein paar Kleinigkeiten und wie gesagt, irgendwie Sachen für Hohlraumversiegelung, Mann, was ein Wort, zu besorgen und ja, dann geht's weiter. Aber morgen und der Motor muss auch noch weg zur Reparatur. Das lasse ich in einer Fachwerkstatt machen. Da gehe ich nicht bei, weil, wie ich schon sagte, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich hier eigentlich tue. So, das war's mit den Rädern. Im nächsten Video wird es wohl weitergehen mit Kleinigkeiten, wie Panzer und Buchsen in die Schwingen einbauen. Und ach, seht selber, was alles so an Kleinigkeiten anliegt, die ich schon vorher machen kann. Weil danach geht es weiter mit der Hohlraumversiegelung im Rahmen. Und wenn alles gut geht, wird wohl danach die Schwalbe zusammengebaut. Ich bin echt gespannt, ob das alles klappt. Zwischendurch muss ich auch noch den Motor wieder abholen. Und logischerweise ja, weggebracht habe ich ihn schon, aber da gibt es ein separates Video drüber. Und
Ja, ich bin eigentlich ganz gespannt. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, über ein Abo natürlich auch, wenn es noch nicht passiert ist. Und lasst gerne ein paar Kommentare da, würde mir tierisch helfen und ich freue mich. Also, bis zum nächsten Video. Bis dann und tschüss.